Ihre Beine werden gerade langsam ausgehungert, nicht wegen Cholesterin, nicht wegen Bluthochdruck. Wegen eines Vitaminmangels, der bei Menschen über 60 so verbreitet ist, dass die meisten Kardiologen ihn nicht einmal testen. Und während Sie hier sitzen und das schauen, versteifen sich die Arterien, die Ihre Waden, Ihre Füße, Ihre Zehen versorgen. Nicht so, wie alte Rohre von außen rosten, von innen. Von den Zellen, die die Gefäßwand auskleiden, Zellen, die ihre Arterien flexibel und offen halten sollen und das nur können, wenn ein bestimmtes Molekül vorhanden ist. Dieses Molekül ist kein Magnesium, es ist kein Fischöl, es ist kein Kokten, es ist Vitamin D3. Und wenn Ihr Spiegel unter 30 Nanogramm pro Milliliter liegt, was laut einer großen deutschen Bevölkerungsstudie des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2013 bei über 60% der Erwachsenen über 65 der Fall ist, dann sind Ihre Beinarterien heute steifer als noch vor 5 Jahren. Und sie werden nächstes Jahr noch steifer sein, wenn Sie nicht verstehen, was gerade an der Wand dieser Gefäße passiert. Das hier ist kein Video über Knochendichte, das hier ist kein Video über Depressionen oder das Immunsystem, das hier ist ein Video über die Blutgefäße in Ihren Beinen und über den Schaden, der bereits angerichtet wurde. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie dieser Schaden von innen aussieht. Dass jede Arterie in Ihrem Körper von der Aorta bis zu den Gefäßen, die nicht breiter sind als ein menschliches Haar in Ihrer Fußsohle, ist von einer einzigen durchgehenden Zellschicht ausgekleidet, dem Endothel. Eine Zelle dick. Eine einzige Zelle trennt ihren Blutkreislauf von der darunter liegenden Arterienwand. Diese Endothelzellen haben eine Aufgabe vor allem anderen. Sie produzieren Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid ist das Signal, das der Arterie sagt, entspann dich, öffne dich, lass Blut durch. Wenn Sie eine Treppe hochgehen, feuert dieses Signal. Die Arterien in Ihren Beinen erweitern sich. Blut strömt in die Wadenmuskulatur. Sauerstoff erreicht das Gewebe. Sie kommen oben an, ohne Krämpfe. Wenn Vitamin D3 fehlt, wird dieses Signal unterdrückt, nicht vollständig blockiert, unterdrückt. Die Arterie öffnet sich 20% weniger als sie sollte, 30% weniger. Das Gewebe am Ende dieser Versorgungskette, Ihr Fuß, Ihre Ferse, die Haut um Ihren Knöchel, bekommt weniger Sauerstoff, als es braucht. Nicht genug, um in Ruhe Schmerzen zu verursachen. Genau genug, um Schmerzen zu verursachen, wenn Sie mehr verlangen. Das ist Schaufensterkrankheit, das sind kalte Füße. Das ist die Wunde am Unterschenkel, die sich einfach nicht schließt. Und hier ist, was das schlimmer macht als fast jeden anderen Mangel, den ich nennen kann. Vitamin D3-Mangel hat keine Frühsymptome, null. Keine, die Sie mit Ihren Arterien in Verbindung bringen würden. Und Sie spüren nicht, wie Ihre Endothelzellen die Stickstoffmonoxidproduktion drosseln. Sie spüren nicht, wie sich arterielle Steifigkeit aufbaut. Sie spüren es Jahre später, wenn die Steifigkeit strukturell geworden ist und die Symptome nicht mehr auf etwas zurückgeführt werden können, das sie hätten beheben können. Eine Studie aus dem Jahr 2012 im Journal of the American College of Cardiology, Gegner und Kollegen, begleitete 554 Erwachsene und stellte fest, dass jeder Rückgang des 25-Hydroxy-Vitamin D um 10 Nanogramm pro Milliliter mit einer messbaren Zunahme der arteriellen Steifigkeit verbunden war, speziell in der Aorta und den peripheren Arterien. Eine Beobachtungsstudie, kein kontrollierter Versuch, aber die Verbindung blieb nach Bereinigung um Alter, Blutdruck, Diabetesstatus und BMI bestehen. Die arterielle Steifigkeit folgte dem Mangel nicht durch Zufall, durch einen Mechanismus. Dieser Mechanismus reicht tief und er läuft in Ihrem Körper still länger, als Sie ahnen. Wenn Sie kalte Beine, Wadenkrämpfe oder schlechte Durchblutung haben, haben Sie wahrscheinlich bereits etwas versucht. Die meisten Menschen in Ihrem Alter haben das Magnesium. Viele nehmen es gegen Wadenkrämpfe. Und Magnesium wirkt bei Glattmuskelkrämpfen. Es entspannt die Glattmuskelschicht, die außen um Ihre Arterien gewickelt ist. Es ist ein Vasodilatator. Bei bestimmten Arten von Krämpfen hilft es wirklich. Aber Magnesium kann die Endothelfunktion nicht berühren. Es erreicht nicht die innere Auskleidung des Gefäßes. Es stellt keine Stickstoffmonoxidproduktion wieder her. Es kehrt keine arterielle Steifigkeit um. Es behandelt den Muskel um das Rohr, nicht das Rohr selbst. Fischöl, Omega-3-Fettsäuren haben echte kardiovaskuläre Daten hinter sich. Sie senken Triglyceride, sie reduzieren Entzündungen moderat. Für das sehr spezifische Problem der endothelialen Dysfunktion, die durch Vitamin D3-Mangel verursacht wird, kann Fischöl nicht substituieren. Sie wirken auf unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Schichten der Pathologie. Rosskastanienextrakt, Ginkgo biloba, Nattokinase. Jede dieser Verbindungen hat einen theoretischen Mechanismus und einige unterstützende Daten. Keine davon adressiert, was Vitamin D3 adressiert, doch
nämlich die direkte transkriptionelle Regulation der Gene, die die Stickstoffmonoxid-Synthase in der Endothelzelle selbst produzieren. Diese Phrase, transkriptionelle Regulation, ist der Schlüssel dazu, warum nichts anderes auf dieselbe Weise wirkt. Vitamin D3 ist kein Nährstoff im traditionellen Sinne. Es ist ein Steroidhormon-Vorläufer. Wenn Ihr Körper es in seine aktive Form umwandelt, Calcitriol, tritt Calcitriol in den Zellkern ein. Es bindet an den Vitamin D-Rezeptor, den VDR, und der VDR-Komplex aktiviert direkt eine Reihe von Genen, darunter eines, das für die endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase kodiert, das Enzym, das Stickstoffmonoxid in ihrer Gefäßwand produziert. Kein anderes Supplement tut das. Nichts, was Sie einnehmen können, dringt in den Zellkern ein und schaltet das Gen ein, das die Maschine betreibt, die Ihre Arterien öffnet. Was bedeutet, wenn dieses Gen zu wenig exprimiert wird, weil das Calcitriol-Signal fehlt, sind Ihre Arterien auf genetischer Ebene steifer, als sie sein sollten. Und keine Menge Magnesium oder Fischöl erreicht dieses Problem. Hier ist genau wie Vitamin D3 die Durchblutung in den Beinen wiederherstellt. 3 Wege, alle dokumentiert und alle klinisch relevant. Mechanismus 1. Das ENOS-Gen, der Hauptschalter für Gefäßerweiterung. Name: Vitamin D3 aktiviert das ENOS-Gen über den Vitamin D-Rezeptor in Endothelzellen. Angstreframing. Ohne dieses Signal läuft die Stickstoffmonoxidmaschinerie ihrer Endothelzellen gerade mit reduzierter Kapazität. Jede Minute ohne ausreichende D3-Spiegel sind die Arterien in ihren Beinen etwas weniger in der Lage, sich auf Abruf zu erweitern. Nicht schmerzhaft weniger, subklinisch weniger. Bis die Nachfrage steigt, bis sie gehen, bis eine kleine Wunde Blut braucht und die Lücke sichtbar wird. Mechanismus: Calcitriol, die aktive Form, die ihre Leber und Nieren aus D3 herstellen, tritt in den Zellkern der Endothelzelle ein und bindet an den Vitamin D-Rezeptor. Dieser Rezeptorkomplex bindet dann direkt an die Promotorregion des ENOS-Gens, der endothelialen Stickstoffmonoxid-Synthase. Die Bindung erhöht die ENOS-Transkription. Mehr ENOS-Enzym wird produziert, pro Nachfrageeinheit wird mehr Stickstoffmonoxid erzeugt. Die Arterie öffnet sich vollständiger und hält diese Erweiterung länger aufrecht. Das Gegenteil gilt genauso. In einer D3-mangelhaften Zelle bindet der VDR-Komplex nicht. Das ENOS-Gen läuft auf seinem Basisniveau. In einer jungen Zelle ist das Basisniveau ausreichend. In einer 65-jährigen Endothelzelle, die bereits oxidativen Schaden angesammelt hat, ist das Basisniveau nicht ausreichend. Die Arterie öffnet sich teilweise. Das Gewebe bekommt Teilversorgung. Studie, Molinari und Kollegen, veröffentlicht im FASEB Journal 2011, zeigten an menschlichen Endothelzellen, dass Calcitriol-Behandlung die ENOS-Expression signifikant hochregulierte und die Stickstoffmonoxidproduktion steigerte. Die Hochregulierung wurde blockiert, wenn der Vitamin D-Rezeptor stumm geschaltet wurde, was bestätigte, dass der Weg VDR vermittelt und kein unspezifischer Effekt war. Das war kein Mausmodell. Das waren menschliche vaskuläre Endothelzellen. Der Mechanismus ist im relevanten Zelltyp bestätigt. Praktisch, dieser Weg erfordert ausreichendes zirkulierendes Calcitriol. Calcitriol hängt von ausreichend 25-Hydroxyvitamin D im Blut ab, der Form, die Ihr Arzt misst. Zielwerte für vaskulären Nutzen in der veröffentlichten Forschung: über 40 Nanogramm pro Milliliter. Nicht 20., nicht die 30, die die meisten Labore als ausreichend markieren. Um von einem Ausgangswert von 15 bis 20, wo die meisten bewegungsarmen Erwachsenen über 60 tatsächlich liegen, auf 40 zu kommen, sind täglich 3.000 bis 5.000 IED3 erforderlich. Nicht die 400 IE in den meisten rezeptfreien Multivitaminen. Diese Dosis wurde 1941 festgelegt, um Rachitis zu verhindern. Sie hat keinen Bezug zur vaskulären Optimierung. Mechanismus 2. Renin-Unterdrückung, der Blutdruckweg, den Ihr Arzt übersehen hat. Name: Vitamin D3 unterdrückt die Reninproduktion in der Niere und reduziert die Angiotensin-2-getriebene arterielle Konstriktion in der peripheren Vaskulatur. Und Angstreframing. Wenn Ihnen gesagt wurde, Ihr Blutdruck sei grenzwertig, oder wenn Sie einen AAC-Hämmer oder ARB zur Blutdruckkontrolle nehmen, wird ein Teil dieser Konstriktion durch Renin angetrieben und Ihr Reninausstoß wird jeden Tag erhöht, an dem Ihre D3-Spiegel niedrig sind. Ihr Blutdruckmedikament unterdrückt den nachgelagerten Effekt. Der vorgelagerte Treiber, das Reninsignal, läuft noch. Und in den kleinen Arterien Ihrer Beine, wo Medikamente nicht so effizient wirken wie in der Aorta, produziert dieses vorgelagerte Signal noch immer Vasokonstriktion. Mechanismus: Die Niere enthält Zellen mit Vitamin D-Rezeptoren. Wenn D3 ausreichend ist, unterdrückt Calcitriol in diesen Zellen die Transkription des Reningens.
Renin ist das Enzym, das die Renin-Angiotensin-Aldosteron-Kaskade einleitet, die Hormonkette, die mit Angiotensin 2 endet, einem der stärksten Vasokonstriktoren im menschlichen Körper. Weniger Renin bedeutet weniger Angiotensin 2. Weniger Angiotensin 2 bedeutet weniger Vasokonstriktion in den peripheren Arterien. In ihren Beinen wirkt Angiotensin 2 auf AT1-Rezeptoren in der glatten Muskulatur der Arterienwand. Die Aktivierung dieser Rezeptoren erzeugt anhaltende Konstriktion, reduzierte Arteriendurchmesser, reduzierter Fluss, reduzierte Sauerstoffversorgung des nachgelagerten Gewebes. Wenn D3 mangelhaft ist und Renin unkontrolliert läuft, werden diese Rezeptoren anhaltend stimuliert, die Arterie ist chronisch enger als sie sein sollte, nicht durch Plaque, nicht durch Verkalkung, sondern durch ein Hormonsignal, das durch ein Vitamin moduliert werden soll, von dem sie möglicherweise nicht genug bekommen. Studie: Lee und Kollegen an der Harvard Medical School und dem Brigham and Women's Hospital veröffentlichten 2002 eine wegweisende Arbeit im Journal of Clinical Investigation, die zeigte, dass Mäuse ohne Vitamin-D-Rezeptor eine stark erhöhte Renin-Expression aufwiesen und Bluthochdruck entwickelten. Nachfolgende humane Beobachtungsdaten haben konsistent inverse Beziehungen zwischen 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegeln und der Renin-Angiotensin-Aktivität gezeigt. Die direkteste humane Interventionsstudie stammt von Foreman und Kollegen in einem Versuch des Journal of the American Heart Association von 2013. D3-Supplementierung mit 4,000 IE pro Tag senkte den Ruheblutdruck bei mangelhaften Erwachsenen. Der vorgeschlagene Mechanismus war Renin-Unterdrückung. Die Auswirkung auf den peripheren Arteriendruck und damit auf die Beindurchblutung ist die klinische Implikation, die selten besprochen wird. Praktisch: Renin-Unterdrückung erfordert konsistente D3-Spiegel über 40 ng/ml. Da Renin ein langsam wirkendes systemisches Signal ist, dauert es länger als beim Inoes-Weg, bis die Vorteile bei Symptomen der unteren Extremitäten messbar werden. Rechnen Sie mit 8 bis 12 Wochen korrigierter Supplementierung, bevor Sie messbare Veränderungen erwarten. Das ist keine 2-Wochen-Intervention. Das Renin-System läuft auf monatelangen Rückkopplungsschleifen. Mechanismus 3: Umkehrung der arteriellen Steifigkeit, der strukturelle Schaden, den Sie nicht spüren können. Vitamin D3 reduziert arterielle Verkalkung und vaskuläre Glattmuskelsteifigkeit durch VDR vermittelte Regulierung des Calciumhaushalts in der Gefäßwand. Angstreframing: Arterielle Steifigkeit ist kein Cholesterin, es ist nichts, was ein Statin anspricht. Es ist die physische Verhärtung der Arterienwand. Calcium lagert sich in der Glattmuskelschicht ab, Kollagen vernetzt sich, Elastin baut sich ab und es passiert gerade in Ihren Beinarterien schneller als es sollte, weil das VDR-Signal, das die Calciumverarbeitung in der glatten Muskelzelle der Gefäße reguliert, nicht ausreichend aufrechterhalten wird. Eine steife Arterie kann sich nicht erweitern. Wenn die Nachfrage steigt und das Enos-Signal feuert und Stickstoffmonoxid dem Gefäß sagt, es soll sich öffnen, reagiert eine verkalkte Arterie einfach nicht so wie eine flexible. Das Signal ist da, der Rezeptor ist da, die Maschinerie ist da, die Wand bewegt sich nicht. Deshalb supplementieren manche Menschen Magnesium, korrigieren ihren Stickstoffmonoxidweg, machen alles richtig und haben trotzdem noch kalte Beine. Die strukturelle Steifigkeit durch jahrelangen D3-Mangel hat die physikalischen Eigenschaften der Arterienwand verändert. Das Signaling ist wiederhergestellt. Die Struktur hat noch nicht aufgeholt. Vaskuläre glatte Muskelzellen exprimieren Vitamin-D-Rezeptoren und bei ausreichendem D3 hemmt Calcitriol über den VDR die Expression bestimmter osteogener Transkriptionsfaktoren, Oran-X2 und MSX2, innerhalb glatter Muskelzellen. Diese Faktoren, wenn aktiviert, bringen glatte Muskelzellen dazu, sich wie knochenbildende Zellen zu verhalten. Sie produzieren calciumbindende Proteine. Sie initiieren die Verkalkung der Arterienwand. Das ist vaskuläre Verkalkung, nicht durch Nahrungskalzium, nicht durch Bluthochdruck allein, sondern durch glatte Muskelzellen, die ihr Hemmungssignal verloren haben. D3-Mangel entfernt dieses Hemmungssignal. RUN-X2 läuft unkontrolliert, die glatten Muskelzellen beginnen zu mineralisieren. Die Arterie versteift sich von der Innenseite der Wand. Die Pulswellengeschwindigkeit, das klinische Maß für arterielle Steifigkeit, steigt. Jeder Herzschlag liefert eine steifere, weniger gedämpfte Druckwelle an die periphere Zirkulation. Die kleinen Arterien in den Beinen absorbieren diese Pulswelle abnormal. Kapillarbetten werden durch die chronische Druckoszillation im Laufe der Zeit geschädigt. Studie: Carelli und Kollegen, veröffentlicht im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2017, untersuchten 688 Erwachsene
und fanden, dass niedrigere 25-Hydroxyvitamin-D-Spiegel unabhängig mit höherer Pulswellengeschwindigkeit, dem Goldstandardmaß für arterielle Steifigkeit, assoziiert waren nach Bereinigung um Alter, Blutdruck, Diabetes und Nierenfunktion. Jeder Rückgang des D3 um 10 Nanogramm pro Milliliter war mit einem Anstieg der Pulswellengeschwindigkeit um 0,4 Meter pro Sekunde verbunden. Zum Kontext: Ein Anstieg der Pulswellengeschwindigkeit um 1 Meter pro Sekunde ist mit einem 14-prozentigen Anstieg kardiovaskulärer Ereignisse verbunden. Die Steifigkeit ist messbar. Die Beziehung zu Zi3 ist messbar. Die Konsequenz ist messbar. Der strukturelle Umkehrungsweg ist der langsamste der 3 Mechanismen. Verkalkung löst sich nicht in Wochen auf. Was die G3 tun kann, das Fortschreiten neuer Verkalkung stoppen und im Laufe der Zeit das Remineralisierungsgleichgewicht verschieben. Das erfordert anhaltende Spiegel über 40 Ng/ml für mindestens 6 Monate. Ergänzende Supplementierung mit Vitamin K2 in der MK7-Form, 100 bis 200 Mikrogramm täglich, aktiviert das Matrix-Glar-Protein, ein calciumbindendes Protein in der Gefäßwand, das Calcium aus dem Arteriengewebe transportiert. D3 und K2 wirken auf dasselbe strukturelle Problem aus 2 Blickwinkeln. Diese Kombination ist kein Verkaufstrick. Es ist eine mechanistische Anforderung, wenn das Ziel strukturelle Umkehrung und nicht nur Signalwiederherstellung ist. Ein 68-jähriger Mann im Ruhestand, sein ganzes Leben aktiv, jeden Morgen spazieren gegangen, auf seine Ernährung geachtet, seine Blutdruckmedikamente zuverlässig genommen. 2 Jahre vor seiner Diagnose waren seine Füße nachts kalt. Er erwähnte es bei seiner jährlichen Untersuchung. Man sagte ihm, das sei durch Blutung, wahrscheinlich altersbedingt, nichts Besorgniserregendes. 2 Jahre lang ging er immer kürzere Strecken, bevor die Krämpfe begannen. Er hörte auf, es zu erwähnen. Er nahm an, er werde älter. Als er schließlich untersucht wurde, ein Gefäß Ultraschall, ausgelöst durch eine Wunde am linken Knöchel, die sich seit 6 Wochen nicht geschlossen hatte, hatte er eine signifikante periphere arterielle Verschlusskrankheit in beiden Beinen. Sein 25-Hydroxyvitamin-D-Spiegel lag bei 14 Nanogramm pro Milliliter. Man hatte ihm gesagt, seine Blutwerte seien in Ordnung. Niemand hatte sein D3 getestet. Ich sage Ihnen nicht, dass Vitamin D3 alles umgekehrt hätte. Ich sage Ihnen, dass die 2 Jahre langsamer, stiller, symptomfreier Versteifung in seinen Beinarterien stattfanden, während ein testbarer, korrigierbarer Mangel ungemessen blieb. Das ist kein Pech. Das ist die Lücke zwischen dem, was Leitlinien testen und dem, was die aktuelle Evidenz unterstützt. Seine Situation könnte bereits Ihre sein. Sie können Ihre D3-Spiegel korrigieren und trotzdem jeden Nutzen aktiv zunichte machen. Hier ist genau, wie das passiert. Mehr als 6 Stunden täglich sitzen. Langes Sitzen komprimiert mechanisch die Kniekehlenarterie hinter Ihrem Knie, Blut staut sich in den Unterschenkeln. Der endoheliale Scherstress, die Kraft, die die NOS-Produktion stimuliert, fällt in unbeweglichem Gewebe auf nahezu Null. D3 hat ihre NOS-Kapazität wiederhergestellt. Sie nutzen sie nicht. Das Signal braucht Fluss, um sich auszudrücken. Keine Bewegung, kein Signal. Verarbeitete Lebensmittel und raffinierter ZUCKER, fortgeschrittene Glykierungsendprodukte aus hochglykämischen Ernährungsweisen, vernetzen direkt Kollagen in der Arterienwand. Arterielle Steifigkeit steigt, Endothelzellen in einer hochglukosischen Umgebung produzieren mehr reaktive Sauerstoffspezies, die Stickstoffmonoxid abbauen, bevor es wirken kann. Sie können keine Ernährung durch Supplementierung ausgleichen, die das Molekül aktiv zerstört, das sie zu produzieren versuchen. Weniger als 6 Stunden Schlaf. Die endotheliale Reparatur findet im Schlaf statt. Das vaskuläre Endothel wartet sich nicht kontinuierlich. Es repariert sich in Fenstern. Schlafentzug verkürzt dieses Fenster chronisch. Die Endothelzellen, die D3 aktiviert, werden unzureichend gewartet, weil der Reparaturzyklus um 2 Uhr nachts abgebrochen wurde. Alkohol mehr als 3-mal pro WOCHE. Alkohol erweitert akut Gefäße. Sie fühlen Wärme in ihren Gliedmaßen. Diese Vasodilatation ist nicht NOs vermittelt. Sie ist toxisch. Sie umgeht das Stickstoffmonoxid-Signalsystem vollständig. Und chronisch erschöpft Alkohol-Magnesium stört das VDR-Signal und schädigt die Fähigkeit der Leber, D3 in seine aktive Form umzuwandeln. Das Organ, das ihr D3 aktiviert, wird durch das kompromittiert, was sie trinken, um sich zu entspannen. Jedes dieser Verhaltensweisen pausiert ihr Durchblutungsproblem nicht, es nährt es innerlich. Hier ist die ehrliche Zusammenfassung. Die 3 Mechanismen, durch die ich sie gerade geführt habe, NO-Scan-Expression, Renin-Unterdrückung, vaskuläre Verkalkungskontrolle, hängen alle davon ab, dass ein Molekül in ausreichender Konzentration in ihrem Blutkreislauf vorhanden ist.
Calcitriol, das von ausreichend D3-Zufuhr abhängt. Wenn Ihr 25-Hydroxyvitamin-D-Spiegel in den letzten 12 Monaten nicht gemessen wurde, wissen Sie nicht, ob diese 3 Wege in Ihrem Körper gerade funktionieren oder gerade versagen. Dieser Test heißt 25-Hydroxyvitamin-D-Test. Er erfordert eine einzige Blutentnahme und er sagt Ihnen, ob die 3 Wege, die ich beschrieben habe, gerade funktionsfähig oder gerade im Versagen begriffen sind. Dort fängt das an. Nicht mit einem Supplement, mit einer Zahl. Die erste Veränderung, die die meisten Menschen nach der Korrektur ihrer D3-Spiegel bemerken, ist reduzierte Krämpfe in der Nacht, normalerweise innerhalb von 3 bis 4 Wochen. Verbesserte Belastungstoleranz, weitergehen können, bevor die Schaufensterkrankheit beginnt, erscheint im Zeitfenster von 8 bis 12 Wochen in klinischen Daten. Kalte Füße verbessern sich zuletzt, weil kalte Füße strukturelle Steifigkeit widerspiegeln und strukturelle Steifigkeit braucht Zeit. Aber sie kehrt sich um. Hinterlassen Sie mir einen Kommentar. Wann hat Ihr Arzt zuletzt Ihren Vitamin D3-Spiegel getestet? Ich möchte wissen, wie viele von Ihnen diese Zahl noch nie auf Papier hatten. Denn wenn die Antwort noch nie lautet, das ist nicht Ihre Schuld, es ist eine Lücke im Standardprotokoll und sie hat Konsequenzen. Nächste Woche zeige ich Ihnen die 5 Lebensmittel, die die Stickstoffmonoxidproduktion in Ihren Beinarterien aktiv blockieren, nicht durch Reduktion eines Vitamins, sondern indem sie das Enzym selbst vergiften. Wenn Sie bereits D3 supplementieren und Ihre Durchblutung sich nicht verbessert hat, ist eines dieser 5 Lebensmittel mit ziemlicher Sicherheit in Ihrer aktuellen Ernährung. Abonnieren Sie! Das ist der einzige Weg, sicherzustellen, dass dieses Video Sie erreicht.